Guten Morgen, liebe Freunde des besten Formats hier auf YouTube, wenn es um Musik geht. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder einmal dabei seid und dieses Video mit Dana Rolle genießt und dem Mopsi, der unter dem Tisch liegt und schläft und schnarcht. Also wenn ihr ein paar lustige Geräusche hört, dann bin es nicht ich ausnahmsweise, sondern ich auch nicht. Der Mops. Wieso ist er denn jetzt ruhig? Typisch. Der ist nie ruhig. Man hört den immer. Immer. Ich sage immer, wenn man den Mops nicht hört, stimmt irgendwas nicht. So, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut in die Woche gestartet. Wir müssten hoffentlich, wenn ihr dieses Video seht, die 60.000 Abonnenten geknackt haben. Jetzt gerade sind wir 16 Menschen vor den 60.000 Abonnenten. Das ist unglaublich. Was für ein Tempo wir hier fahren. Und wir handeln hier die letzten Tage echt einige Songs ab, die schon sehr, sehr lange bei uns auf der Liste stehen und wirklich knallrot Signalfarben angestrichen sind und warum auch immer irgendwie nach hinten geflogen sind, weil, achso, immer neue Sachen immer kamen, genau. Ja, irgendwas kam immer dazwischen. Und wir haben ja von Icon auch schon einige Songs gemacht, zum Beispiel, I'm Okay, Love Scenario, Killing Me, ja, sind alle hier bei dem über Dana auf den Info-Button klicken und dann könnt ihr die euch auch nochmal angucken. Ansonsten habt ihr da immer gesagt, du musst ja unbedingt, beziehungsweise ihr müsst euch unbedingt von Bobby, einem der Member von Icon, Hold Up anschauen und das machen wir jetzt. Ich bin mega gespannt. Also den Start finde ich schon mal gut. 그냥 서 있어도 간지가 펄펄 그 위에 까만 몬스터 펀너낸 번거 무대 위를 컨커 날아다녀 범버 넌 앞질러가 번개 역해내 뱀비 던더 시원하지 범버 하루 깨게 정서 세간극 느꼈던 것들에 비뚤어진 코뼈 매물에서 turn up 나밖에 못해 폭격 나 따라하려다 너네 다 똥 묻히고 Welcome to my palace 딴 놈들 아직 jealous 이상한 곳에 데려가 줄게 You'll be my endless 입에서는 alcohol 나는 랩 성령 무대 위에 꽐라 느낀다면 follow 친구 불러 모아 오늘 봄 밤새 휴지풀이 너무 퇴장할게 강제 지금 내 기분은 완전 쳤어 하얘 떨어지면 너를 뻔한 샴페인 친구 불러 모으는 밤새 강제 지금 내 기분은 완전 쳤어 하얘 떨어지면 너를 뻔한 샴페인 와우 Oh my God. Wow, okay, das ist ja ein richtiger Abriss-Song hier. Allein mit dem Start schon die ganze Zeit Power. Ja. Und dann jetzt aber in der Hook wirklich kompletter Abriss. Wahnsinn, das ist ja richtig in die Fresse. Aufs Maul, ja. 그게 극대지 한 마리 개새가 무대 위 찢어 열정과 패기 정신 나간 하루 깨 야속 내 몸은 쟁지 Holy shit I love it baby shake back Ay dang so man 랩할 때 멋지 기분이 Allein was da mit den Stimmen alles los ist, seine Stimme, wie die knallhart rappt und sich dann nochmal verändert, wenn da dieses dazu kommt noch und dann im Hintergrund noch teilweise Adlibs oder irgendwelche Vocal Chops oder Sätze so mit reingeschnitten. Was passiert da? Das ist so viel. Was kann... Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. Es ist wirklich einiges. Diese Kick-Out. Jetzt wieder der Subbass. Das ist ja wie so aus... Aber auch dieses Instrument, wie das klingt, wie so... Was ist das? Trance, Elektro... welches Instrument meinst du? 지금 내가 모래다지 느낀다면 follow me 친구 불러 모아 오늘 봄비 밤새 휴지풀이 너무 퇴장할게 갈지 지금 내 기분은 완전 척사하게 떨어지면 너로 뻔해 Weißt du nicht, was ich meine? Ich bin mir sicher, dass ihr wisst, was ich meine.
Was jetzt reinkommt, was so ganz präsent. Ja, immer wenn ich genau hinhören will, fängst du an zu reden. Deswegen, oder machst es nach, dann höre ich es nicht mehr. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, genau das, was man hört. Ich höre... Was ist das? Synthesizer, aber so bearbeitet halt. Das, Nee. Du meinst nicht die Vocal Chains? Nee. Okay, weil da sind ja auch einige Männer zu hören, die da auf jeden Fall die Vocal Chains machen. Dann die Percussion halt, dieses We Will Rock You Ja, mäßige. das meine ich auch nicht. Okay, dann ist er noch der drüber rappt. Das meine ich auch nicht. Schon Instrument. Ups. Schon Instrument. Ich höre einen Riser, der Der ist es auch nicht. sehr, sehr hoch im Hintergrund läuft. Ich weiß nicht. Hörst du das jetzt wieder als Vocal Chants oder was? Ich höre das nicht als Vocal Chants. Was hörst du denn als Vocal Chants? Mach nochmal. Oh je. Ja, das höre ich als Instrument. Ah, okay. Das Ja. meinte ich. Ja, es ist... So als Synthesizer-Instrument irgendwas. Aber es hatte für mich vom Klang her sowas eben so... Was ist das? Future House, Trance, Techno... Keine Ahnung. Ja, bei diesen großen Big House, also alle so Großtanz-Sachen, da macht man sowas auch immer mit Vocals, auch so Vocal Chants tatsächlich. Das ist aber, also es wird schon ein Mix aus einem Synthesizer sein und echten Vocal Chants. Krass. Aber ich finde schon, dass es noch sehr vocalmäßig klingt und nicht zu sehr nach einem Instrument oder einem Synthesizer. Synthesizer. Für mich klang es sehr... Ja, gut, es ist halt, das liegt vielleicht auch daran, weil es dann nicht mehr so gesehen menschlich klingt, weil die Töne ja perfekt reinkommen, da, und auch direkt gechoppt gerade aufhören. Da ist kein Verlauf, kein Glide, wird wie ein Instrument ja auch eingespielt. Ist jetzt nicht so, dass da Männer standen und das genauso eingesungen haben. Das wird schon eben irgendwas, ein Sample gewesen sein, dass man sich auf einen Sampler legen kann und da dann die einzelnen Töne spielt oder eben dann noch zusammen gelayert mit irgendeinem Instrument, irgendeinem Plugin oder eben nochmal einem Synthesizer, dass es so ein bisschen vielleicht dicker macht oder ein bisschen breiter klingen lässt und so weiter. Aber ja, das meinte ich ja als Vocal Chants. Aber ja. Und ich als Instrument. Genau, ich dachte schon so, hey, was hörst du jetzt raus, was ich nicht höre, weil mehr ist da nicht. Meistens, es war letztens auch schon bei irgendeinem Song, wo wir so total aneinander vorbeigeredet haben und wir das Gleiche meinten, aber es unterschiedlich gehört oder wahrgenommen haben. Ich weiß nicht mehr bei welchem Song und was es genau war. Es ist schon ein paar Mal vorgekommen. Fall echt lustig. Es ist schon ein paar Mal vorgekommen. Aber bei dem einen war es richtig da war das extrem. mit dem, ich hatte gesagt, oder du hattest gesagt, einer von uns hat gesagt Pfeifen und Ja, der andere genau. meint, es wäre halt ein Instrument. Ja. Ja. Aber es gibt halt auch als Plugin, ja, als Instrument-Plugin aus dem Rechner gibt es natürlich auch Töne, die dann Pfeifen zum Beispiel heißen und die auch vielleicht so ähnlich klingen. Also man könnte es als ein Pfeifen wahrnehmen, ja, aber es wurde nie eingepfiffen, dieser Sound, sondern vielleicht mit einem Synthesizer synthetisch erzeugt. Und das ist, also da verschwimmt halt auch die Grenze und das kann man dann auch nicht genau bestimmen. Ich finde es schon interessant, wie unterschiedlich wir dann teilweise manche Sachen hören oder wahrnehmen halt. Ja. Also jetzt Also ich so finde vereinzelt diese Fälle. Für mich höre ich jetzt hier schon klar Vocal Chants raus. Ich nicht. Wo du gesagt hast, Vocal Chants, okay, kann ich verstehen, habe ich dann schon irgendwie auch sowas Menschliches. Du musst dir halt vorstellen, dass da vielleicht so, als ob da 10, 20 Männer oder im Stadion einfach und es ist so gecuttet
auf. Ja. Genau, so ungefähr. Ja. Ne, also, Ja, jetzt kann ich dir schon eher vorstellen. das ist ja auch angelehnt an We will rock you. Bis er. Das ist ja auch daran angelehnt, auch so wie die Percussion da spielt an der Stelle, das ist schon daher inspiriert. Deswegen ist das schon, soll das schon in so eine Richtung gehen, aber auch nicht genau so, aber es soll diesen Eindruck vermitteln kurz. Deswegen nehme ich es vielleicht auch eher als Vocal Chants wahr. Wie schön ist das auch noch? Geil. Geiler Sarg auch. Hast du gesehen? Wow. Ist auch der Seitenwechsel, ne? Der Synthesizer. Genau. Ja, also deswegen, da wird schon viel auch mit Stimmen immer gearbeitet in dem Song, deswegen bin ich eher von Vocal Chants ausgegangen, so wie hier jetzt so ein Oh. Ja, aber zum Beispiel jetzt gerade der Synthesizer. Als du es gerade gesagt hast, habe ich eher irgendwie an eine Stimme gedacht. Wo jetzt? Achso, was? Hä? Gerade als du Synthesizer gesagt hast. Das war, glaube ich, da, ja? Weil es irgendwie sowas quietschig Menschliches hatte. Die ist Ja, da noch nicht. Aber dann da. So, Das kann man halt auch aus Stimmen machen, sowas. Es kann aber auch ein Synthesizer sein. So oder so verschwimmt da sowieso die Ebene. Also das meine ich ja. krass. Stimmen im Hintergrund. Ja. Ups. Ja, eben, da ist so viel mit Stimmen hier auch wieder am Ende, dass da irgendwie überall Stimmen herkommen, reingebaut sind. Du hörst ja einen lachen, der eine schreit, der andere irgendwie. Kann auch sein, dass er das alles gemacht hat, aber halt so tausendmal übereinander gelegt. Ja. Klatschen und so, genau. Also geht super, super viel ab. Heftiges Abrissding hier auf jeden Fall. Ja, stimmt, dieses da sagt er hold up und dann verzerrt sich das so und läuft dann in so ein Delay, in so eine Verzögerung noch rein. Was noch mit Autotune zusammen? Nee, der Vinyl-Stop wieder einmal super, super berühmt. Ja, wirklich dann auch mit diesem Autotune-Effekt und dann noch so irgendwie hochgekleidet. Ja. Heftig. Super krass, Wow. sehr, sehr viel mit Stimmen gemacht. Ist dir aufgefallen, dass da jemand sitzt? Oder es soll vielleicht eine Puppe, aber irgendwie sieht es aus wie ein Latex angezogen. Nee, ist eine Puppe. Oh, geiles Logo. Bobby. 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 Das kann man irgendwie auf ganz viele Arten sehen, ne? Als Ja. ob da noch Zahlen wären, so 330, 331. Ja, stimmt. Oder was anderes lesen? Mommy. 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 Bobby. Sehr, sehr Geil. echt cool. Krass.
Ja, fette Nummer, Alter, krass, okay, jetzt weiß ich echt, also komisch, das sind die letzten Tage echt lauter Nummern, wo uns klar wird, ja, jetzt verstehen wir, warum es so viele Leute so oft geschrieben haben. Also es ist ja nicht so, dass wir daran zweifeln würden. Nee, aber ja, jetzt kamen wir halt erst dazu, aber gut. Leute, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Wirklich krasse Abrissnummer. Und ich würde sagen, schaut auch auf jeden Fall auch bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, der auf jeden Fall explodieren sollte. Es sind schon 14.000 Abonnenten, aber das letzte Video ist leider ein bisschen untergegangen, weil die Abo-Box gerne mal spinnt von YouTube. Deswegen pusht sie da nochmal, damit sie nicht die Lust und Laune verliert, YouTube-Videos zu machen, außer wenn sie neben mir sitzt. Natürlich. Danke. So, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.